Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Guten Morgen aus Shediac. Tobi ist schon fleißig am Zusammenfalten. Und ich bin noch am Frühstücken. Gibt wieder Oatmeal mit Apfel und Banane, wie jeden Tag. Oh, und ein bisschen Zucker und ein bisschen Almondbutter. Ja, man sieht leider, das Wetter ist heute recht trist. Der Regen hat uns wieder eingeholt und uns natürlich wieder in der Nacht überrascht. Vielleicht wird das Zelt noch trocken, aber wir sind ja mittlerweile einiges gewöhnt, was das angeht. Von daher, ja. Tschüss, kleiner Zeltplatz. Und auf nach Bathurst, Campbell oder Bonner. Vancouver Island. Auf geht's. What were your names? You are Tina, Phyllis. and Phyllis. That's a cool name, Phyllis. Are you on Facebook? So, wir haben den George getroffen. Der hat uns kurz vor dem Highway eingesackt und fährt uns jetzt nach Chibacto. Today is a highway day. Rosie hat uns hier rausgelassen. Und hier ist, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr los, als dort, wo wir standen. Wir hatten echt Glück, dass sie für uns gehalten hat. Aber da fuhr echt kaum ein Auto. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt nach Miramichi kommen zum Walmart. Damit wir wieder ein bisschen was essen können und zu essen haben. Hey guys, I'm looking for some small spüling. So, nachdem Jerry und Martin uns hier zum Walmart gebracht haben in Miramichi, haben wir eingekauft und legen eine kleine Mittagspause ein. Das in der Wiese gefunden. Wir haben das hier gefunden. Nee, wir wissen nicht, wo wir das jetzt essen sollen. Wir hatten einfach so Knast jetzt, so Heißhunger. Donuts gibt's auch noch, waren auch im Angebot. Aber das können wir halt alles nicht schleppen, deswegen müssen wir es jetzt essen. Also, bon Appetit. Prost. So, jetzt wo wir gesättigt und gewässert sind, wie Dumbledore es sagen würde, gehen wir wieder vor. Ist nämlich schon ein bisschen spät fürs Hitchhiken eigentlich. Normalerweise sind wir jetzt eigentlich schon meistens irgendwo an einem Campground oder zumindest in der Nähe. 1,2 Kilometer später stehen wir wieder an der Highway-Auffahrt. So, wir haben es jetzt hier versucht an diesem Campingplatz, aber die wollten uns nicht, weil hier nur RVs übernachten. Und Tobi versucht gerade an einem anderen Campground anzurufen. Wir hoffen, der hat offen. We are here! Tja, Leute,
Was soll ich euch sagen? Bridget hat uns jetzt bis zum Campground gefahren. Viel weiter, als sie eigentlich geplant hatte. Sogar über die Brücke und wir sind jetzt in Quebec. Einfach so. Guten Morgen vom Point de la Croix. Wir haben gepackt, wurden die Nacht von Mücken zerstochen und jetzt geht's weiter Richtung, ich denke mal Gaspésie oder zumindest irgendwo hier über den Loop. Mal gucken, was uns als nächstes hin verschlägt. So, wir sind jetzt doch noch mal ein paar Schritte zurückgegangen. Wir standen schon an der Straße und haben es versucht und haben jetzt aber doch gedacht, wir müssen uns noch mal so einen kurzen Moment nehmen, um über ein paar Sachen zu reden. Weil auf so einer Reise ist es auch nicht immer leicht. Wenn man immer aufeinander hockt, muss man irgendwie lernen, anders zu kommunizieren. Und ja, da stauen sich auch manchmal Konflikte auf, die ja dann so ein bisschen wegignoriert werden oder dass man denkt, man hat keine Zeit drüber zu reden. Das haben wir aber gerade gemacht und es hat sehr gut getan. Ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben. Und jetzt können wir uns auch wieder mit mehr Mut und mehr Freude an die Straße stellen und hoffentlich jemanden finden, der uns mitnimmt. Vielleicht schaffen es diese Worte auch gar nicht ins Video, ist aber auch egal. Ich wollte es mal loswerden. Kommunikation ist alles. Team Coffee ist wieder am Start. Die zwei Süßen. Oh Gott, war das niedlich. Ich kann Französisch, aber erzähl nicht weiter. Ja, wir hatten gerade unsere erste Begegnung mit Französisch Sprechenden hier in der Gegend, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemeistert. Es war so ein Mix aus Französisch und Englisch, war aber ganz cool. Sehr ulkig. Und dann hat er mal gesagt, Beautiful place, eh? it's a beautiful place, eh? Oui, oui, oui. Nee, aber wirklich, die haben uns jetzt noch ihr Zuhause gezeigt gerade. Die haben wirklich ein unglaublich niedliches kleines Häuschen. Und er hat immer gesagt irgendwie, I eat the birds. Eat the birds. Und seine Frau hat dann aber irgendwann, Paulette, dann irgendwann gesagt, no, it's not eat, it's feed. So. Waffeln. Paulette hat gesagt, dass ihr Mann eine ganze Packung pro Tag isst und diese Kostbarkeit haben sie jetzt einfach uns geschenkt. Unglaublich schön. Vielen Dank, ihr zwei. So, wir sind jetzt schon ungefähr 80 Kilometer weiter. Weil von unserem letzten Campground aus in Campbell sind jetzt nur noch 200 Kilometer an der Küste entlang nach Gaspé oder Gaspésie, was ja eigentlich so die ganze Halbinsel ist. Donald hat uns hier rausgelassen. Ich denke mal, das ist ein ziemlich cooler Spot zum Hitchhiken. Hier ist ziemlich viel Verkehr. Auch das gehört dazu. Es regnet und regnet. So, wir sind jetzt gerade in Bonaventure angekommen und das Witzige ist, wir treffen Donald wieder.
Und er nimmt uns noch ein Stückchen mit. Haben wir ein Glück. So, der liebe Donald hat uns jetzt hier abgesetzt. Kurz vor dem Canadian Tire, was ganz praktisch ist, weil der Tobi ist gerade noch mal reingeflitzt und holt eine Butan-Bottle für unseren Gaskocher. Und hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Und wir haben jetzt erfahren, dass der nächste Campground 7 Kilometer entfernt liegt, ist aber nicht auf unserer Route, ist irgendeine Nebenstraße. Das heißt, wir müssen jetzt doch versuchen, noch ein Stückchen weiter zu kommen. Und hier ist halt, naja, ist zwar schön, aber wir haben irgendwie keine Zeit, uns das alles anzugucken, weil wir halt immer weiter müssen. Naja, mal gucken. Naja, jetzt ist es gleich um 6 und wir sind immer noch nicht da. Also heute läuft es echt schleppend. Wir finden zwar immer mal wieder jemanden, der uns ein Stück fährt, aber unsere Französischkenntnisse sind einfach nicht gut genug, dass wir kommunizieren können, wo wir hinwollen, weil hier sprechen tatsächlich nicht so viele Leute Englisch. Also es ist immer wieder ein Wechsel von französischer und englischer Area, aber die meisten sprechen Französisch, die wir getroffen haben. Und es ist schon schwer, sich zu verständigen. Na, mal gucken, vielleicht müssen wir heute auch mal wild zelten. Mal Notfallzelten. Bei Google hat es uns diesen Campingplatz angezeigt. Der sieht ziemlich zu aus und alles ist verboten. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank noch bei iOverlander einen Wildcamping-Spot gefunden. Der ist allerdings über 3 Kilometer entfernt. Und wir hoffen, da können wir zumindest eine Nacht bleiben. Das wäre echt cool. Weil es halt schon spät und wir haben Hunger und es ist nass und eklig. Oh, ich hoffe, wir schaffen. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir es geschafft haben. Ich freue mich wirklich. iOverlander bescherte uns diesen schönen Zeltplatz. Mitten im Nirgendwo. Dafür sind wir auch jetzt ziemlich lange gelaufen. Sind total kaputti und haben schon angefangen, Essen zu machen. Nein, jetzt guckt euch diesen schönen Ausblick an. Herrlich. Hier ist schon Tobi, der von den Mücken zerfressen wird und passt aufs Essen auf. Hier wird schon fleißig gekocht. Tomaten und Knoblauch mit einem leckeren roten Pesto.